Das sind wir. Sandy, Mandy und Lotte. Und das ist Klaus Bärbel, unser Zuhause. Wir haben das uns auferlegte Normal hinter uns gelassen und uns für mehr anders entschieden. Mehr Eigenverantwortung, mehr Abenteuer, mehr Zeit, mehr Leben. Und wir freuen uns, wenn ihr uns begleitet. La Jolla. Ihr wisst, wir machen immer gerne so viel wie es geht selbst, um möglichst unabhängig zu sein. Und es gab davor nicht allzu langer Zeit auch mal so eine Phase, da durfte man, ohne einen bestimmten Status zu haben, noch nicht mal zum Friseur gehen. Und um so einer Problematik vorzubeugen, haben wir uns schon vor 2 Jahren entsprechend eingedeckt, um das Ganze selbst in die Hand zu nehmen. Ihr seht es, wir haben unser Set schon aufgebaut und heute ist Premiere. Heute probieren wir uns im Haare schneiden. Naja, um genau zu sein, ich probiere mich im Haare schneiden. Aushalten muss das jemand anders. Los geht's. Okay, was machst du jetzt als erstes? Lass mich mal in Ruhe. Nee, ich möchte wissen, was du jetzt als erstes machst. Kümmerst du dich jetzt um diese Seite? Ja, genau. Okay. Ich mache das hier jetzt erstmal alles kürzer. Ja. Ne? Aber nicht zu kurz, ne? Nein. Aber nicht mit dem Rasierer, ne? Bitte? Nicht mit dem Rasierer. Nein. Haare schneiden unter extremen Bedingungen. Mit Wind und... Es ist windstill. Nee, ist es nicht. Du musst mal gucken, wie deine Haare hier ständig vom Wind weggetragen werden. Ja, das weht hier. Das einzelne Haare, die wehen hier. Die sollen eigentlich mit hier hoch, aber die wehen hier. Kann ich gerne aufnehmen. Die wehen hier nach oben hoch. Und schon ist die Stimmung angeheizter. Wir sind noch keine 2 Minuten dabei. Und jetzt merke ich den Wind auch. Ist so. Das ist jetzt trocken hier und das flattert hier und weht hier jetzt alles rum. Lass mich einfach in Ruhe und das versuchen. Okay. Noch angemacht. Muss ich das aushalten. Nicht das versaue hier. Das ist ja so, wie das jetzt ist das ja eine Katastrophe. Schlimmer kann das ja eigentlich nicht werden. Ne? Ja, stimmt. Also eigentlich kann man da gar nichts falsch machen. Naja. Eigentlich kann ich das nicht lieber mit diesem Ding probieren, deine Haare. Ja, dann mach mit dem Ding. Erstmal die Länge, mit weil dem da, hier? ja, weil da ist ja so viel Länge, dass da erstmal die Länge wegkommt. Da ist ja auch lange aufsetzbar. 12 mm. Ja, aber dann machst du das am Kamm und dann rasierst du. 6 Oder was? mm. Nee, ich würde halt einen entsprechenden Aufsatz nehmen. 12. Schatz, wenn das jetzt da hinten so geht, ich sag's dir, ey. Ich möchte nicht so abrasiert aussehen. Guck mal, das ist 12 mm hier. Das hier. Ist der auch richtig aufgesetzt? Ja, so sitzt der richtig drauf. Also das heißt, du machst das Unterhaar jetzt mit diesem Ding, oder was? Ja, das was hier unten ist. Hier, ab hier. Da so, wo du den Scheitel gezogen hast. Und du musst aber aufpassen, dass hier hinten keine Kante reinkommt. Ja, mach mal. Probier dich mal aus. Ich bin wie so ein Kopf, den man zu Weihnachten geschenkt bekommt. Ich habe auch mal so einen Kopf gehabt. Ja? Ja. So ein Kinderkopf und Frauenkopf, wo man dann Haare schneiden kann und schminken kann und so. Ich mache jetzt. Also warte mal. Ich muss das doch mit der Schere. Du hast du jetzt hier schon rasiert. Ja, aber das ist
dafür sind die eigentlich zu lang. Kann ich kurz was sagen? Was? Hier, ne? Augenbraue und dann da kommt der Scheitel, ne? Ja, genau. Nicht zu hoch und nicht zu unten. Ich habe den jetzt genau da, wo du den auch hattest. Ich denke nur den hier. Die Seiten. Ne? Also ich rede, das Haar kommt ja wieder runter. Ach, Schatz, du kannst mir die Seiten auch mit dem 12er jetzt dann abrasieren. Mach das mal erstmal. Bis zu dem Scheitel. Aber doch nicht alles, bis oben. Bis zu dem Scheitel. Alles auf 12. Ja. Das machen wir erstmal. Dann ist es wenigstens einheitlich, weißt du? Jetzt lässt mich mal eben in Ruhe, ja? Ich muss mich konzentrieren. So, jetzt habe ich das bis hier. Hier ist es ein bisschen weiter. Ich muss es jetzt angleichen. Okay, ich krieg so langsam einen Dreh. Schatz, so kurz? Echt jetzt? Ja, wir hatten ja nun mal nur so kurze Aufsätze. Naja, im Paraguay bin ich schon durchaus schlimmer vom Friseur gekommen. Ich bin ja wirklich immer dafür, möglichst viel im Leben selber zu machen. Und das meiste davon ist oftmals auch tatsächlich einfacher, als man sich das vorgestellt hat. Aber Haare schneiden gehört definitiv nicht dazu. Das war mein erster Versuch, Haare zu schneiden, eine richtige Kurzhaarfrisur, und es ist sowas von in die Hose gegangen. Ich persönlich habe mir extra eine camperfreundliche Frisur wachsen lassen. Da braucht man nämlich nur den Rasierer ansetzen. Das ist alles ganz einfach, aber wenn es dann darum geht, wirklich eine Kurzhaarfrisur mit Übergang und allem drum und dran zu schneiden, dann wird es wirklich schwierig. Aber mindestens genauso schwierig ist es, wenn man unterwegs ist, immer irgendwo einen Friseur zu finden, der einem die Haare so schneidet, wie man sich das vorstellt. Das Problem haben wir schon in Paraguay gehabt. Da war das ganz problematisch, weil viele Friseure da gar keine Kurzhaarfrisuren bei Frauen kannten und schneiden konnten. Das war tatsächlich manchmal eine richtige Katastrophe, wenn wir da beim Friseur waren. Also schlimmer geht eigentlich gar nicht. Und wenn ich da so dran zurückdenke, dann ist das heute gar nicht mal so schlecht geworden. Das ist ganz schön kurz, ey. Das sind 6 mm, so habe ich das immer. So habe ich das doch immer. Ja, aber guck dir das mal an, hier hast sogar keine Haare mehr. Was ist das denn für eine Scheiße? Du hast ja hier nicht richtig drauf, oder was?
siehst du, dass der saß jetzt genauso wie der beim letzten Mal saß. Ja, jetzt hast du ja keine Kotelett. Der gehört hier drauf. So. Da gehört der hin. Ja, und jetzt? Ja, die wechseln nach Gepär. Ja, witzig. Und auf der anderen Seite kommt das anders, oder was? Musst du es auf der anderen Seite auch erst mit dem anderen so anders machen? Also früher, vor, ich sag mal so noch 3 Jahren ungefähr, da war mir der Friseurbesuch wirklich heilig und Sandra auch. Da hätten wir niemals gewagt, uns selber die Haare zu schneiden. Das kam eigentlich erst vor 2 Jahren, als man quasi dazu gezwungen wurde. Und mittlerweile ist es eigentlich so, dass, dass das irgendwie auch gar nicht mehr so wichtig ist. Wenn es scheiße wird, dann wächst es nach und dann wird es beim nächsten Mal dann vielleicht besser gemacht. Naja, und wenn es ganz beschissen läuft, dann gibt es ja auch noch Cappies. Oder, Schatz? Das stimmt. Nur hätte ich gerne wieder einen Hinterkopf. Vielleicht schaffe ich das ja nächstes Mal. Ja, das wäre toll.